1000 Jahre lang hatte sie jeden Angreifer aufgehalten. Araber, Bulgaren, persisch-avarische Belagerungsheere, sie alle waren an dieser Mauer gescheitert. Sie galt als unüberwindlich, als ein Versprechen aus Stein. Und dann, im Frühjahr 1453, fiel sie in nur 53 Tagen. Die Frage ist nicht nur, wie das möglich war, sondern warum ausgerechnet jetzt, nach 1000 Jahren. Um das zu verstehen, müssen wir eine verbreitete Erzählung hinterfragen. Sie lautet ungefähr so: Ein junger Sultan bringt eine neue Superwaffe, riesige Kanonen, und pulverisiert damit die stärksten Mauern der Welt. Technologie schlägt Stein. Ende der Geschichte. Diese Erzählung ist nicht falsch. Die Kanonen gab es. Sie setzten die Verteidiger unter beispiellosen Druck. Aber sie ist unvollständig. Denn eine Mauer ist immer nur so stark wie die Menschen, die hinter ihr stehen. Und die Stadt, die 1453 belagert wurde, war längst nicht mehr das mächtige byzantinische Reich früherer Jahrhunderte. Sie war ein Schatten davon. Innerlich zerrissen, diplomatisch isoliert, verlassen von einem Europa, das ihr kein Bündnisheer schickte, das stark genug gewesen wäre, sie rechtzeitig zu retten. Die These dieser Folge ist deshalb: Die Kanonen brachen die Mauern. Aber besiegelt war der Fall Konstantinopels schon vorher, durch eine Spaltung, die keine Waffe reparieren konnte. Beginnen wir mit dem, was jeder sehen konnte. Konstantinopel war die Hauptstadt des Byzantinischen Reiches, des östlichen Teils des Römischen Reiches, der den Untergang Roms im Westen um fast 1000 Jahre überlebte. An ihrer Stelle stand schon lange die antike Stadt Byzantion. Kaiser Konstantin baute sie ab 324 zur neuen Hauptstadt aus und weihte sie 330 feierlich als Neues Rom ein. Über weite Strecken ihrer Geschichte zählte sie zu den reichsten, größten und am besten befestigten Städten der christlichen Welt. Ihr Herzstück war die Landmauer, errichtet im 5. Jahrhundert unter Kaiser Theodosius. Kein einfacher Wall, sondern ein gestaffeltes System. Ein Graben, dann eine niedrigere äußere Mauer, dann eine gewaltige innere Mauer mit fast 100 Türmen. Ein Angreifer, der die erste Linie überwand, stand sofort vor der nächsten, unter Beschuss von allen Seiten. Über 1000 Jahre hielt dieses System nahezu jedem Ansturm stand. Das ist gesicherte Tatsache, kein Mythos. Doch die Macht dahinter bröckelte. Im Jahr 1204 war Konstantinopel schon einmal gefallen, an die Kreuzfahrer des 4. Kreuzzugs. Christen plünderten die größte christliche Stadt der Welt. Das Reich erholte sich nie wieder vollständig. Bis 1453 war von seinem einstigen Territorium fast nichts mehr übrig. Im Kern die Stadt selbst, dazu einige verstreute Gebiete wie das Despotat Morea auf dem Peloponnes. Historiker schätzen die Einwohnerzahl Konstantinopels zu diesem Zeitpunkt auf nur noch 30.000 bis 50.000 Menschen. In einer Stadt, die einst deutlich mehr Menschen beherbergt hatte. Auf der anderen Seite stand das Osmanische Reich. Jung, expandierend, hungrig. Sein Sultan, Mehmed II., war erst Anfang 20, als er die Belagerung befahl. Für ihn war Konstantinopel nicht nur eine Stadt. Es war der letzte römische Widerhaken mitten in seinem Reich, das sich bereits über beide Seiten der Meerenge erstreckte. Wer die Stadt hielt, kontrollierte die Landbrücke zwischen Europa und Asien und einen Seeweg von enormer strategischer Bedeutung zwischen Schwarzem Meer und Mittelmeer. Zwei ungleiche Gegner also. Eine sterbende Weltmacht hinter unbezwingbaren Mauern. Und ein aufsteigendes Reich, das genau wusste, dass es diese Mauern brechen musste, koste es, was es wolle. Die Frage war nur, womit? Die Antwort kam in Gestalt eines Mannes, der eigentlich für die andere Seite hätte arbeiten sollen.
Sein Name war Orban, ein Ingenieur und Kanonengießer, den die meisten Chronisten als ungarischer Herkunft beschreiben, manche auch als Daker. Orban hatte eine Idee, die für seine Zeit radikal war. Eine Kanone, so groß, dass sie nicht Menschen oder Tore, sondern ganze Mauern zerstören sollte. Und hier wird die Geschichte fast tragisch. Denn Orban bot seine Dienste zuerst dem byzantinischen Kaiser an, Konstantin XI., dem Verteidiger der Stadt. Doch dessen Staatskasse war fast leer. Der Kaiser konnte den Preis nicht bezahlen. Also zog Orban weiter, zum Hof Sultan Mehmeds. Und dort standen ihm ungleich größere Mittel zur Verfügung. Das ist historisch überliefert und in mehreren Quellen belegt. Und es ist der erste Hinweis auf unsere eigentliche These. Byzanz verlor Zugriff auf diese Waffe nicht in der Schlacht, sondern schon vorher, weil dem Kaiser schlicht das Geld fehlte. Die Schwäche war schon da, bevor der erste Schuss fiel. Was Orban dann für Mehmed baute, sprengte alle Maßstäbe. Die größte dieser Kanonen, überliefert unter dem Namen Basilika, soll rund 27 Fuß lang gewesen sein, also über 8 Meter, auch wenn die genauen Maße zwischen den Chronisten schwanken. Sie soll riesige Steinkugeln über eine Distanz von teils mehr als 1 Kilometer verschossen haben. Ein Hinweis zur Genauigkeit, weil wir bei Chronarch Fakten von Legende trennen. Über das genaue Gewicht der Geschosse sind sich die Quellen nicht einig. Die Angaben reichen von mehreren hundert bis über 600 Kilogramm pro Kugel. Solche Zahlen stammen aus zeitgenössischen Chroniken, die zum Übertreiben neigten. Sicher ist nur, diese Geschosse waren schwer genug, um Steinmauern aufzureißen, die 1000 Jahre gehalten hatten. Allein die Waffe zum Schlachtfeld zu bringen, war eine Materialschlacht für sich. Überliefert ist ein Zug von rund 60 Ochsen und mehreren hundert Männern, nur um dieses eine Ungetüm über Land zu schleppen. Straßen mussten verstärkt, Brücken gebaut werden. Am 6. April 1453 begann die Belagerung. Und nun entfaltete sich ein zermürbender Rhythmus. Tagsüber donnerten die Kanonen und rissen Breschen in die Mauern. Nachts stürmten die Verteidiger in die Lücken, Soldaten und Bürger Seite an Seite, und flickten die Löcher notdürftig mit Erde, Holz und Trümmern. Am nächsten Morgen begann alles von vorn. Doch Mehmed verließ sich nicht allein auf seine Kanonen. Der Hafen der Stadt, das Goldene Horn, war durch eine schwere Eisenkette gesperrt, die seine Flotte draußen hielt. Also griff er zu einer Idee, die bis heute berüchtigt ist. Er ließ Dutzende Schiffe über Land ziehen. Auf eingefetteten Holzbahnen, einen Hügel hinauf und wieder hinab, um die Kette herum, mitten hinein in den Hafen. Über Nacht war die Stadt auch von der Seite bedroht, die als sicher galt. Für die ohnehin viel zu wenigen Verteidiger hieß das, noch mehr Mauer zu halten, noch weniger Männer für jeden einzelnen Abschnitt. Und genau hier liegt der Kern. Diese Verteidiger, man geht von nur wenigen tausend kampffähigen Männern aus, bewachten Mauern, die für ein Vielfaches an Soldaten gebaut worden waren. Sie schliefen kaum, sie wichen nicht und sie wussten, es würde niemand kommen, der sie ablöst. Hier zeigt sich etwas Wichtiges. Die Mauern fielen nicht an einem Tag. Die Technologie allein zwang die Stadt nicht in die Knie. 53 Tage lang hielten ein paar tausend Verteidiger einer gewaltigen Übermacht stand. Die Frage drängt sich auf: Was wäre gewesen, wenn sie nicht allein gewesen wären? Um das zu beantworten, müssen wir die Mauer für einen Moment verlassen und nach Europa blicken. Denn Konstantinopel war christlich. Und der Rest des christlichen Europas hätte, so sollte man meinen, alles daran gesetzt, die letzte Bastion des östlichen Christentums gegen ein muslimisches Reich zu verteidigen. Warum kam diese Hilfe nicht? Die Antwort reicht Jahrhunderte zurück. Das Christentum war gespalten in die orthodoxe Kirche des Ostens mit Konstantinopel als Zentrum und die katholische Kirche des Westens mit Rom und dem Papst. Diese Trennung war tief, alt und von gegenseitigem Misstrauen geprägt.
Und die Byzantiner hatten den Verrat der Kreuzfahrer von 1204 nicht vergessen. Es gab einen Versuch, diese Kluft zu überbrücken. Im Jahr 1439, auf dem Konzil von Florenz, einigten sich Vertreter beider Kirchen offiziell auf eine Wiedervereinigung. Der Hintergedanke war offen strategisch. Der bedrängte Osten brauchte die militärische Hilfe des Westens und der Preis dafür war die kirchliche Union. Das ist historisch belegt. Doch was auf dem Papier vereinbart wurde, scheiterte an der Realität. In Konstantinopel selbst war diese Union zutiefst unpopulär. Viele Geistliche und einfache Bürger empfanden sie als Verrat an ihrem Glauben, als Unterwerfung unter Rom. Die Stadt, die eigentlich geschlossen hätte stehen müssen, spaltete sich an genau der Frage, die sie retten sollte. Überliefert ist ein Ausspruch, der dieser Stimmung eine Stimme gab. Ein hoher byzantinischer Würdenträger soll gesagt haben, er sähe lieber den Turban des Sultans in der Stadt herrschen, als den Hut eines katholischen Kardinals. Wichtig, ob dieser Satz wirklich so gefallen ist unter Historikern umstritten. Wir zitieren ihn hier nicht als Tatsache, sondern als Sinnbild für eine sehr reale Spaltung. Und diese Spaltung hatte Folgen. Trotz der offiziellen Union kam vor dem Fall der Stadt keine nennenswerte westliche Streitmacht zu Hilfe. Einzelne mutige Kämpfer und ein paar Schiffe, ja, aber kein Heer, das das Kräfteverhältnis hätte drehen können. Europa schaute weitgehend zu. Warum? Nicht aus einem einzigen Grund, sondern aus vielen kleinen. Der Westen war mit sich selbst beschäftigt. Eigene Kriege, eigene Rivalitäten zwischen Königreichen und Stadtstaaten. Frühere Feldzüge gegen die Osmanen waren gescheitert und hatten die Begeisterung für einen neuen gedämpft. Und über allem lag das alte Misstrauen. Viele im Westen sahen die Byzantiner als Abtrünnige, viele im Osten sahen den Westen als Verräter von 1204. Als der Hilferuf endlich dringend genug war, war es zu spät, um noch ein Heer aufzustellen, es auszurüsten und die weite Strecke zu überwinden. Hilfe, die zu spät kommt, ist keine Hilfe. Und jetzt fügt sich das Bild zusammen. Die paar tausend Verteidiger auf den Mauern kämpften nicht nur gegen Mehmeds Kanonen. An ihrer Seite standen einige tausend ausländische Kämpfer, vor allem aus Genua und Venedig. Vereinzelt gelang sogar Schiffen mit Nachschub die Durchfahrt. Was fehlte, war das eine Bündnis, das den Ausgang wirklich hätte drehen können. Ein großes, staatlich getragenes Entsatzheer aus dem Westen. Ein geeinter, von einer Großmacht unterstützter Verteidiger hätte 53 Tage vielleicht in Monate verwandeln können. Ein gespaltener, auf sich allein gestellter Verteidiger konnte am Ende nur den Zeitpunkt seines Untergangs hinauszögern. Am 29. Mai 1453 brachen die Osmanen durch. Kaiser Konstantin XI. Fiel im Kampf. Sein genaues Ende verliert sich in der Legende. Mehmed II., von nun an der Eroberer, zog in die Stadt ein. In der Hagia Sophia, der größten Kirche der Christenheit, wurde zum ersten Mal das islamische Gebet gesprochen. Nach über 1000 Jahren war das Römische Reich in seiner letzten, östlichen Gestalt Geschichte. Warum sollte uns das heute noch etwas angehen? Ein Mauerfall vor fast 600 Jahren. Weil die eigentliche Lektion von 1453 zeitlos ist. Die Geschichte erinnert man gern als Duell zwischen alter Mauer und neuer Kanone, als reine Frage der Technologie. Doch die Kanone war nur der letzte Stoß. Was die Stadt wirklich verwundbar machte, war etwas Unsichtbares. Eine Spaltung von innen und die Isolation nach außen. Das ist ein Muster, das sich durch die gesamte Geschichte zieht. Und nicht nur durch die Geschichte von Reichen. Strukturen, die von außen unerschütterlich wirken, fallen selten allein durch die Wucht eines äußeren Schlags. Sie fallen, wenn dieser Schlag auf eine bereits geschwächte, gespaltene, alleingelassene Substanz trifft. Die sichtbare Ursache bekommt die Schlagzeile. Die eigentliche Ursache lag oft Jahre früher.
Konstantinopel fiel nicht, weil eine Waffe zu stark war. Es fiel, weil eine Gemeinschaft zu zerstritten war, um sich rechtzeitig zu verbünden. Und diese Frage, ob wir uns zusammenschließen, bevor der Druck von außen kommt, oder erst wenn es zu spät ist keine Frage des 15. Jahrhunderts. Sie stellt sich in jeder Generation neu. Die Mauern von Konstantinopel hielten 1000 Jahre. Sie fielen in 53 Tagen. Die Kanonen schrieben das sichtbare Ende. Aber der wahre Bruch war schon lange vorher geschehen, in den Konzilssälen Europas, in den gespaltenen Gassen der Stadt, in der Hilfe, die niemals kam. Die Mauern fielen nicht nur durch Kanonen. Sie fielen, weil kein Bündnis stark genug war, sie rechtzeitig zu retten. Bei Kronarch blicken wir zurück auf die Reiche, die unsere Welt geprägt haben, und voraus auf die Zivilisationen, Technologien und Dystopien, die noch vor uns liegen könnten. Abonniere Kronarch und entdecke mit uns die Welt von gestern und die möglichen Welten von morgen.